Seid herzlich gegrüßt, ihr seid mal wieder bei derautotester.de und wir haben euch heute mitgebracht den Ford Kuga Plug-in Hybrid. Also ein Kuga, ein kompaktes SUV mit der Möglichkeit elektrisch zu fahren. Bis zu 50 Kilometer weit, realistisch vielleicht 40, aber zwischen 40 und 50 Kilometer. Also, wo sind wir hier übrigens? Schaut mal hinter mich. Da hinten ist schon Frankreich, da dürfen wir im Moment nicht hin in Corona-Zeiten. Das ist der Rhein und so schön kann es hier sein in Baden. Das wollte ich natürlich noch erwähnt haben. Also, wir haben vor kurzem ja schon den Ford Kuga, den neuen, vorgestellt. Und zwar mit dem Diesel-Hybrid. Also einem Dieselantrieb, der eine Hybridunterstützung hat, allerdings ohne die Möglichkeit, in der Steckdose zu laden. Und genau die Möglichkeit, die haben wir hier. Wir gehen mal so, während ich rede, so ein bisschen ums Auto herum. Unser Testwagen hier, der steht übrigens in der ST-Line hier. Hat eine schön umfangreiche Ausstattung. Kostet in dieser umfangreichen Ausstattung aber dann 49.000 Euro. Er beginnt allerdings schon bei knapp unter 40.000 Euro. Da muss man eben gucken, was nimmt man alles rein und was nimmt man nicht rein. Früher war der Kuga so ein klassisches SUV, heute ist er moderater geworden. Viele sagen, ach, der erinnert mich so ein bisschen an Cayenne. Und ja, wenn ich so außen rum gehe, finde ich Elemente, die daran erinnern. Mir gefällt er gut. Ich habe mich aber auch daran gewöhnen müssen, weil ich einfach den Kuga, wie er ursprünglich war, gewohnt war. Das Heck schön gemacht, finde ich, mit den schön integrierten Auspuffblenden. Hier schön gemacht mit dem, ich mache mal auf. Ihr seht, wir waren gerade Spargel kaufen, weil ganz in der Nähe hier ist ein Demeter Spargelhof. Es ist eine Sensation, frischen Spargel, unglaublich toll. Wir haben die ganze Nachbarschaft mit versorgt. Guckt mal da rein. Also, schaut mal da rein. Ist das nicht ein schöner Spargel, total frisch? 7 Euro für die Klasse 3, mehr braucht man nicht. Also ich mache mal wieder zu, das nur so am Rande. Hier in Ottenheim, ich kann es euch nur empfehlen, Oberle heißen die Leute, also fantastisch. Gibt es auch im Internet, könnt ihr finden. Wenn ihr mal in der Nähe seid, kann es nur empfehlen. Aber zurück zu dem, warum wir eigentlich hier sind, zurück zum Kuga. Also schön gemacht hier auch mit dem erhabenen Schriftzug. Das sieht edel aus, das sieht wertvoll aus. Und hier, tatsächlich mit dem großen Spoiler hier hinten erinnert er mich so doch ganz gut an die zweite Cayenne-Generation. Also, dann haben wir hier hinten den, da muss ich mal gucken, nee, ich muss aufmachen. Hier, machen wir wieder zu. Hier den Stutzen fürs Tanken, fürs ganz normale klassische Tanken. Und wenn wir jetzt weiter vorgehen, hier die Möglichkeit dann, ich habe euch nicht so viel versprochen, zu laden, elektrisch zu laden. Allerdings kann man mit diesem Plug-in-Hybriden nicht an eine Schnellladestation. Dafür ist er nicht vorbereitet und das ist eigentlich richtig schade, denn die Schnellladestation bietet die Möglichkeit, in ganz kurzer Zeit viel Energie einzutanken. Und er kann das noch nicht, er braucht relativ lange. Hätte der eine Schnelllademöglichkeit, könnte man die 50 Kilometer Reichweite, die er ja elektrisch bietet, innerhalb von einem normalen Einkauf, weniger, von einem kurzen Einkauf laden. Das wäre noch eine Idee, wie man dieses Auto noch attraktiver machen kann. Ansonsten müsst ihr eben zu Hause laden, entweder an der normalen Steckdose oder an der Wallbox. Die Wallbox, meine ich, kriegt man so um die 500–600 Euro. 3,5 Stunden, 3,5 Stunden braucht man an der Wallbox in etwa für die Ladung, 5 Stunden, 5,5, je nachdem, an der normalen Haushaltssteckdose. Also ich denke, wenn man abends nach Hause kommt, Auto dran gesteckt, braucht man nicht unbedingt eine Wallbox, wenn man das nicht vergisst und regelmäßig dran denkt oder auch bei der Arbeit. Normalerweise arbeitet man ja 5–6 Stunden und länger, also ist der Akkusatz wieder voll und man kann wieder elektrisch fahren. Wenn man das nutzt, wenn man daran denkt,
kann man dieses Auto vermutlich 80–90% der Jahreskilometerleistung rein elektrisch fahren. Und wenn man es klug macht und der Arbeitgeber vielleicht eine kostenfreie Steckdose zur Verfügung stellt, kann man vielleicht sogar ganz umsonst fahren. Denn das ist nicht nur das einzige Argument, was für dieses Auto spricht. Weiteres Argument ist auch, das Auto hat etwas geringere Inspektionskosten. Hat natürlich immer noch einen Verbrenner drin, aber das ist natürlich auch ein Vorteil. Habe ich euch sehr viel erzählt zum Auto selbst. Wir werden natürlich jetzt noch reinsitzen, wir werden natürlich auch fahren, wir werden auch tanken. Also wir werden alles machen, was interessant ist. Und kommt einfach mit und ja, jetzt steigen wir mal ein. So, das Pferd ist vorbei. Dann können wir hier loslegen. Das ist der Innenraum. Ich zünde mal, ich starte das Auto mal, damit ihr auch das Display seht. Ja, also moderner Innenraum, nicht zu modern, nicht überdigitalisiert, einfach zu bedienen, leicht zu verstehen. Hier die Klimaeinheit. Auf Anhieb, man versteht das Auto. Die wesentlichen Funktionen auch am Lenkrad. Übrigens ein schön dickes Lenkrad, gefällt mir, wie griffig das ist. Vorn eine schaut hier, eine Ladestation fürs kabellose Laden des Smartphones. USB-C, klassischer USB-Stecker, klassischer Stecker hier noch. 2 Möglichkeiten für Getränke unterzubringen. Hier die Auswahltasten für die Fahrmodi, Einparkfunktion, das ist hier noch eine Option. Hier noch eine schöne Ablage und eine Armauflage, die man, wie ihr seht, verschieben kann. Die Sitze hier zwar mit einem Kunststoff, allerdings einem sehr angenehmen. Das sieht so ein bisschen aus wie Wildleder, fühlt sich auch so an, nimmt also die Feuchte auf im Rücken. Das ist gut gemacht, schöner Seitenhalt. Das Sitzen ist wirklich bequem. Hier unaufgeregt, so eine leichte Struktur in diesem Lack, weiches Material hier oben. Also fühlt sich alles qualitativ hochwertig an. Und hier schaut mal, das ist die Funktion, mit der man das Getriebe einstellt. Also ein Stück weit so, wie es Jaguar Land Rover auch schon gehabt hat. Daran muss man sich so gewöhnen, anstatt mit diesem Hebel hier. Aber es funktioniert sehr gut. Da drüben seht ihr mal noch so diese leichte Struktur in den Türen. Also schön gemacht. Und guckt mal oben, das Panoramadach lässt sich allerdings nicht weiter öffnen. Wieso? Und das ist ein bisschen schade. Hinten seht ihr, ist das Panoramadach eben auch noch. Aber ja, ich hätte es mir vorstellen können, dass man es weiter öffnen kann. Aber das ist eine Kleinigkeit. Jetzt sitze ich mal hinten, um euch zu zeigen, wie viel Raum und Platz da ist. Also wir haben den Vordersitz jetzt wirklich weit nach hinten gemacht und durch diese Ausformung der Sitze hinten habe ich schön Platz hier. Das ist gut gelöst. Auch die Sitzflächen sind hier etwas tiefer. Da in der Mitte kann zur Not auch noch mal jemand sitzen. Und schaut mal, eine schöne breite Armauflage hier mit 2 Becherhaltern. Der Nachteil hier, es gibt keine Durchreiche. Also es gibt nur die Möglichkeit, die Rückenlehnen umzulegen. Dann hat man eben einen Platz weniger, aber auch eine Lösung. Man fühlt sich wohl, hinten hier die Ausströmer, hier auch nochmal eine Steckdose, übrigens 220 Volt Steckdose und hier in dem Fall auch die in dieser ST-Line beinhalteten Sitzheizungen für die Rücksitze. Hier noch eine Ablage, da haben wir jetzt die Warnwesten drin. Also ich muss sagen, auch trotz des Panoramadachs, von der Kopfhöhe her mit meinen 1,86 kann man nichts sagen, sitzt man gut, sitzt schön raus, auch das Dach fällt nicht zu sehr ab, sodass man irgendwie so hinter einer Barriere sitzen würde. Fühle mich wohl, ist schön hier und was müssen wir jetzt noch machen? Ja, wir gehen tanken. So, und jetzt wollen wir mal laden und wir sind hier an einer Supermarkt-Ladestation, die ist kostenfrei. Das ist ja eine Geschichte, die man beim Laden immer berücksichtigen sollte, dass man vielleicht auch kostenlos laden kann. Und hier haben wir jetzt die ganze Auswahl. Das CCS-System kommt nicht in Frage, weil dieses Auto keinen Wechselstrom akzeptiert. Wir nehmen ganz brav hier eine AC-Verbindung. Guckt mal drauf, das ist die hier. Und, jetzt geht am besten mal mit.
Ganz einfach, wir stecken das da rein. Damit ist es verbunden. Er reagiert entsprechend durch so ein Lichtsignal. Und dann gehen wir, so, das ist jetzt eingesteckt. Jetzt leuchtet es rot. Und jetzt müssen wir gucken an der Ladestation, dass wir das Ganze in Bewegung bringen. So, dann gehen wir da drauf und sagen Start. Er hat ja erkannt, welches Kabel ich verwende. Jetzt bereitet er das Laden vor. Das sieht man auch im Text. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, obwohl die Sonne da drauf fällt. Ja, er hat den Ladevorgang begonnen. Jetzt hat er 6-7 Sekunden schon geladen und er lädt jetzt aber auch die Funktion. Dann sieht man auch gleich, wie viel Strom ins System fließt. Ich habe ja schon gesagt, dass dieses Auto nach WLTP etwa 50 Kilometer rein elektrisch zurücklegen kann, nachdem der Akkusatz komplett befüllt ist. Ich würde aber sagen, in der Praxis beim normalen Fahrbetrieb würde ich mal mit 40 Kilometern kalkulieren. Aber das ist für die meisten Strecken, die man so ums Haus herum mit der Familie auf dem Weg zur Arbeit zurücklegt, eigentlich auch in Ordnung. So, er rechnet noch immer. Der Ladevorgang startet, aber er rechnet noch immer. Jetzt sind wir etwa 10-11 Minuten hier gewesen und so lange konnte das System laden. Und wir haben jetzt knapp 0,7 Kilowattstunden eingetankt, in Anführungszeichen. Und ich würde sagen, wir brechen den Vorgang jetzt ab und wir gucken mal im Auto, wenn wir gleich fahren, wie viel Kilometer, wie viel Reichweite das gebracht hat. Jetzt sitzen wir im Auto und ich habe ja gesagt, jetzt möchte ich mal gucken, wie viel diese 10 Minuten Ladedauer mit diesem relativ schwachen Anschluss gebracht hat. Und wir schauen mal aufs Display, guck mal, wir haben jetzt 7 Kilometer elektrische Energie aufgeladen. Also könnt ihr euch hochrechnen, wie lange man in etwa brauchen würde, um die 50 Kilometer voll zu machen. Die offizielle Angabe ist, bei einem Anschluss zu Hause sind das etwa 5,5 bis 6 Stunden. Bei so einer Ladestation hier sollten es in etwa 3,5 Stunden sein. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Hochrechnung, die ihr eben schon angestellt habt, kann man sagen, ja, trifft in etwa zu. Also man braucht schon eine Weile und fürs Einkaufen muss ich sagen, im Unterschied zu einem Elektrofahrzeug mit einer Schnellladefunktion, die hätten wir hier ja zur Verfügung mit dem entsprechenden Anschluss, hätte dieses Auto die Schnellladefunktion, die sie leider nicht hat, dann könnte man in einer Stunde wirklich die gesamten, oder nicht mal einer Stunde, die gesamte Reichweite von 50 Kilometer voll kriegen. Aber mit diesem Anschluss, der jetzt hier bei diesem Auto nur zur Verfügung steht, muss man halt sagen, 3,5 Stunden braucht man. Und wer geht 3,5 Stunden einkaufen? Also das ist schon realistisch, das zu Hause zu machen mit einer Wallbox oder eben dann in 5,5, 6 Stunden über Nacht. Dann hat man die 50 Kilometer voll, ist praktikabler, denke ich, wie jetzt hier an so eine Ladestation zu gehen und zu warten. Das ist einfach zu lange. Da braucht man schon eine Schnellladefunktion. So, jetzt schließe ich mal das Fenster, damit ihr mich besser hört. Und dann kann ich euch auch was zum Fahren sagen. Ich habe jetzt den Modus so gewählt, dass wir hier unter Schwachlast rein elektrisch fahren können. Das ist schön leise. Das nimmt man schön wahr, so dass kein Motorgeräusch da ist. Jetzt muss ich bremsen. Und wir haben ja jetzt für 7 Kilometer Strom getankt. Und das Auto ist schon ein Stück gefahren, ist eher sportlich abgestimmt. Nicht so ganz perfekt dazu passt, wie ich finde, das CVT-Getriebe. Also dieses eigentlich stufenlose Getriebe, das eher auf komfortables Fahren ausgerichtet ist als auf sportliches. Also da muss ich sagen, ja, ist ein Widerspruch in sich. Andererseits ist dieses CVT hier kein schlechtes, sondern ein gutes. Das bedeutet, man merkt diesen Gummibandeffekt eigentlich nicht, kaum, ganz wenig. Und deswegen funktioniert das ganz gut. Wir haben ja hier 225 PS Systemleistung aus der Kombination von Elektroantrieb und Verbrenner. Und diese Kraft 225 PS, die sind wirklich ausreichend dynamisch für den Kuga. Und es ist gleichzeitig natürlich auch im Moment die stärkste Variante. Also die Alternative dazu wäre dann vielleicht eben der 190 PS
Diesel, den es eben auch mit Automatikgetriebe gibt. Und das ist eine interessante Betrachtung, ob man das eben dann dagegen nimmt. Also, was lässt sich zum Fahren noch sagen? Das Auto ist, wie gesagt, sportlich abgestimmt. Wenn man jetzt so ein bisschen, ich mache mal das Dach zu, das habe ich ganz vergessen, dass das noch offen ist. So, jetzt ist gleich Ruhe. Man spürt schon beim Beschleunigen, dass der nicht dynamisch nach vorn geht, wie ein Sportwagen mit einem Doppelkupplungsgetriebe, sondern dieses CVT, macht er eben so, dreht relativ hoch. Man spürt es schon, also da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist halt ein CVT, aber es bietet sich technisch offensichtlich an, eben diese Kombination aus Verbrenner und Elektromotor mit dem CVT zu kombinieren. Also ein System, das gut funktioniert und vom Verbrauch her nominal eben bei 1,2 Litern liegt. Das ist zwar ein theoretischer Wert, ein praktischer Wert könnte sogar 0 sein, denn wenn ich rein elektrisch fahre, wenn ich es schaffen würde, rein elektrisch zu fahren, dann habe ich theoretisch ja da, wo ich fahre, keine Emissionen. Das könnte man also so rechnen. Wenn man dieses Auto allerdings mit dem Verbrenner fährt überwiegend und die Plug-in-Funktion nicht nutzt, hat man eben einen normalen Benziner. Und auch wenn Ford dieses Auto mit 6,5 Liter WLTP angibt, unsere Erfahrung auf unseren Testkilometern bisher liegt bei etwa 7,5 bis 8 Litern. Aber das ist eben dann, wenn man die elektrische Energie nicht nutzt. Und das ist dann natürlich auch nicht im Sinn der Sache. Also wer so ein Plug-in-Hybrid kauft, der sollte auch die Möglichkeit nutzen, elektrische Energie zu tanken, um dann lokal emissionsfrei zu fahren und den Vorteil dieses Autos zu nutzen. Leider ist so die Erfahrung, die man immer wieder hört, die Leute sind ein bisschen träge, die nutzen dann den Benziner, aber das sollte man natürlich nicht machen, wenn man diesen Kaufpreis investiert hat. Gewöhnen muss man sich natürlich auch daran, die Fahrmodi, die dieser Plug-in-Hybride zur Verfügung stellt, auch zu nutzen. Das ist wie bei vielen elektrischen oder modernen Systemen. Man muss erstmal schauen, wie funktioniert das, und man muss sie im Alltag nutzen. Wenn man das nicht nutzt, einfach ins Auto sitzt und losfährt, wie gesagt, macht keinen Sinn. Jetzt möchte ich euch mal die Fahrmodi zeigen. Schaut mal hier, das ist unter EV hier abgelegt, und dann sieht man im Display, welchen Fahrmodus man gewählt hat. Also jetzt haben wir hier EV aufladen, der Motor lädt die Batterie auf. Nächster Modus, Normalbetrieb. Hier sucht sich das Auto die ideale Kombination aus Verbrenner und elektrischem Antrieb aus. Dann haben wir rein elektrisches Fahren. Das funktioniert jetzt nicht, weil wir zu schnell fahren. Wir fahren 142. Dieses Auto kann zwar fast 200 Stundenkilometer schnell fahren, würde man aber elektrisch fahren wollen auf der Autobahn, geht das nur bis 135 Stundenkilometer. Wir sind da jetzt drüber. So, und dann kann man noch die Funktion wählen, dass man die Energie im Akku konzentriert 5% für später aufhebt. Also man weiß, man fährt in eine Umweltzone ein, wo man keinen Verbrenner fahren darf. Und dann kann man hier sagen, jetzt möchte ich ganz bewusst Energie in den Akkusatz bringen, damit ich später rein elektrisch fahren kann. Also das sind die Fahrfunktionen, die Fahrmodi, die es hier so gibt. Und ich muss sagen, das Auto lässt sich ansonsten ganz normal bewegen. Sitze sind übrigens klasse, fühlt man sich wirklich wohl, könnte man sich auch vorstellen, auf längerer Strecke zu fahren. Und genau das ist natürlich auch dieser Vorteil der Plug-in-Hybride, dass man eben lange Strecken fahren kann mit dem Verbrenner, und die kurze Strecke, die man ja am häufigsten fährt oder viele von uns am häufigsten fahren, so um das Zuhause herum, um den Arbeitsplatz herum, das kann man ja rein elektrisch fahren. Und da gibt es in diesem Segment, nämlich bei den kompakten SUVs, noch gar nicht so viele Anbieter. Wir haben da von Opel den Grandland X, seinen Produktionsbruder, den Peugeot 3008, oder, ja, was fällt mir noch ein? Interessant auch von den technischen Daten, relativ ähnlich der Mitsubishi Outlander.
preislich der Outlander ganz ähnlich positioniert wie der Kuga hier. Also eine interessante Geschichte. Und der Marktführer in diesem Segment, das ist ja VW mit dem Tiguan, ja, der kann einen Plug-in-Antrieb im Moment nicht anbieten. Ich vermute, das hängt mit dem Modellwechsel zusammen, der bald ansteht beim Tiguan. Und dann ist zu erwarten, dass auch dort im Tiguan ein Plug-in-Antrieb angeboten wird. Aber im Moment gibt es den noch nicht. Und damit ist natürlich Ford und ist Opel mit dem Crossland und Ford mit dem Kuga hier, denke ich, in einer interessanten Position. So, jetzt habt ihr sehr viel über diesen Ford Kuga Plug-in Hybrid gehört. Vielleicht noch so ein bisschen was Kulturelles im Hintergrund. Links an dem Haus ist die badische Flagge und dann rechts hier die Flagge von, nicht die Flagge, das Wappen von Ottenheim. Also ein bisschen was habt ihr jetzt auch noch über die badische Region und, ja, und die Gegend hier gehört. Aber ich wollte eigentlich zum Fazit kommen. Was lässt sich über diesen Ford, diesen neuen, der ist ja noch nicht lange auf dem Markt, Ford Kuga Plug-in Hybrid sagen? Was ist das Wesen? Dieses Auto als Plug-in Hybrid gibt es ab 40.000 €. Und jetzt sagt man, oh, das ist aber viel. Aber es ist natürlich auch schön, dass es diese Förderung gibt. Es gibt ja eine Förderung einmal vom Hersteller und andererseits auch vom Staat. Und das führt dazu, ich überschlage es jetzt mal, dass man in etwa 6.000 € von diesem Preis abziehen kann, den man wieder erstattet bekommt. So, und wo sind wir dann? Wenn wir dann von den knapp, also bei 40 etwa, die 6.000 runterrechnen, ich mache es wirklich nur mal überschlägig, dann ist man bei etwa 34.000, 35.000 € für die Basisausstattung, nicht für den, der kostet ja knapp 50. Aber lasst mal den Vergleich so stehen. So, dann sind wir bei 34.000, 35.000 €. Man hat einen Plug-in-Hybrid, das bedeutet, man kann 80-90% des Jahres rein elektrisch fahren. Ja, abgasfrei, lokal zumindest. Das ist ein großer Vorteil. Und wenn man Glück hat, kann man diese elektrische Energie sogar noch umsonst tanken. Ganz interessant. So, und jetzt vergleichen wir dieses Auto, das ja 225 PS auf die Waage bringt, mit einer Alternative, nämlich mit einem Diesel, also auch mit einem verbrauchsgünstigen Auto. Und dieser Diesel, den Ford anbietet, den ich mal vergleichen würde hier, der hätte 190 PS und auch ein Automatikgetriebe. Und wenn man die Ford bietet es im Moment im Internet an, so einen Aktionspreis nimmt, dann liegt der knapp zwischen 34.000 und 35.000 €. Und das ist natürlich interessant. Also man hat nahezu identische Autos, was den Preis angeht, aber man hat hier eben noch die Möglichkeit, rein elektrisch fahren zu können. Und ich finde, das spricht eindeutig für dieses Auto. Also eine ganz interessante Information. Übrigens für Gewerbetreibende, für Dienstwagenfahrer auch interessant. Anstatt 1% des Bruttolistenpreises monatlich versteuern zu müssen, muss man hier nur 0,5% versteuern. Und das ist nur die aktuelle Variante. Vielleicht tut der Staat in der Corona-Krise ja noch mehr und es werden noch mehr Förderbeträge für elektrische Fahrzeuge oder teilelektrische Fahrzeuge gegeben. Also eine interessante Geschichte. Ihr müsst mal beobachten, wie sich das entwickelt. Aber auch jetzt schon bei der aktuellen Fördersituation ist dieses Auto im Vergleich zu einem Diesel stärker und preislich nicht teurer. Und man hat alle Möglichkeiten, auch wenn es mal Zonen geben sollte, in die man nicht einfahren darf mit einem Verbrenner. Mit dem darf man dann reinfahren, weil man eben rein elektrisch mit ihm fahren kann. Und ansonsten hat man hier etwas, was natürlich beeindruckend ist. Man hat ein kompaktes SUV, ein Auto, das im Trend liegt, das heute die Leute mögen. Man sitzt ein bisschen höher, hat ein bisschen was Schöneres als einen klassischen langweiligen Kombi. Man hat 4, 5 Plätze, das ist auch gut, viel Kofferraum, also ein Auto, was in die Zeit passt. Und Ford hat mit diesem Plug-in auch gegenüber dem Tiguan aktuellen Alleinstellungsmerkmal, weil VW im Tiguan diesen Plug-in im Moment nicht anbietet. Was haben wir noch als Konkurrenz? Was hat man im Wettbewerb noch? Was könnte man sich noch angucken? Den Mitsubishi Outlander, der ist ähnlich preislich positioniert, auch mit einer rein elektrischen Reichweite zwischen 40 und 50 Kilometern. Den könnte man sich angucken, aber auch Opel mit dem Crossland X Plug-in Hybrid
oder eben Peugeot mit dem 3008 wäre auch noch eine Alternative. Ja, jetzt habe ich, denke ich, sehr viel erzählt. Das war mein Fazit zum Ford Kuga Plug-in Hybrid. Ich freue mich, wenn ihr uns ein Like hinterlasst, falls es euch gefallen hat. Und noch besser ist für uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann kriegt ihr immer alle Neuigkeiten zu den Neuerscheinungen auf dem Automarkt. In diesem Sinn verbleibe ich euch, euer Autotester.